Der Planner hat zwar keine Vorlagenfunktion und das Verschieben hat auch gewisse Grenzen, aber wenn ihr das Kopieren gut kennt, dann könnt ihr beides damit locker kompensieren. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wir schauen uns jetzt als erstes das Verschieben an, kommen dann zum Kopieren. Danach schauen wir, wie wir so eine Art Vorlagenfunktion für uns im Planner einrichten können, auch mit einem eigenen Plan für die Vorlagen. Und als letztes schauen wir uns an, wie man einen ganzen Plan kopieren kann. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob euch der Tipp weiterhilft und welche Fragen ihr habt. Und wenn es euch gefällt, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, am besten mit Glocke, dann verpasst ihr auch keins der Videos. So, dann kommen wir nun als erstes zum Verschieben. Das habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Ihr fasst einfach eine Aufgabe an und zieht sie aus einem Bucket in den nächsten. Und das geht nicht nur im Board, sondern das geht auch im Zeitplan, allerdings nicht auf die Buckets, sondern hier verschiebe ich die Aufgabe zum Beispiel auf einen anderen Termin. Vielleicht habt ihr auch schon versucht, per Drag and Drop eine Aufgabe in einen anderen Plan zu schieben. Das seht ihr, funktioniert hier nicht. Dafür brauchen wir den Befehl, den ihr hier über weitere Optionen findet, Aufgabe verschieben. Wenn wir den aufrufen, dann seht ihr, wir können auch hier in einen anderen Bucket verschieben. Ich glaube, das lohnt sich nur, wenn ihr sehr viele Buckets habt und die vielleicht nicht alle seht. Normalerweise wird man das eher verwenden wollen, wenn man in einen anderen Plan verschiebt. Und wenn wir hier aufklappen, dann sehen wir, es stehen nur 2 Pläne zur Verfügung. Und wenn man das hier anguckt, dann sieht man, es sind die beiden, die hier rosa sind, die gehören zu einem Team in Microsoft Teams. Dahinter liegt eine sogenannte Gruppe und Projekte bzw. Planner. Pläne sind immer einer Gruppe zugewiesen in Microsoft 365. Und das Verschieben geht eben nur in einen anderen Plan in derselben Gruppe, im selben Team. Ich mache das jetzt mal. Ich verschiebe mal in den Teilprojekt Implementierung. Und dann seht ihr, es wird verschoben, es verschwindet hier. Hier unten habe ich noch einen Link. Wenn ich den anklicke, dann wird direkt die Aufgabe aufgemacht. Und die Aufgabe ist eben jetzt hier in dem anderen Plan von Planner. Ich gehe mal wieder zurück in den Ursprung. So, das war's zum Verschieben, jetzt zum Kopieren. Das Kopieren geht leider per Drag and Drop nicht. Also man könnte ja denken, mit Verschieben und Steuerungstaste oder so würde das gehen, aber das geht nicht. Ich habe da mal ein bisschen rumgespielt. Mit Alt-Taste kommt dann so ein Plus. Aber wenn ich jetzt loslasse, dann wird trotzdem verschoben und nicht kopiert. Also kopieren kann man mit dem Drag and Drop nicht. Aber dafür gibt es wieder über das Menü weitere Optionen, den Befehl Aufgabe kopieren. Und jetzt wird es ganz spannend, weil ihr seht jetzt, dass man beim Kopieren im Gegensatz zum Verschieben auswählen kann, was man aus der Aufgabe kopieren möchte. Also man kopiert dann nicht alles, so wie beim Verschieben, sondern man kopiert nur einen Teil. Und jetzt ist es so, dass wir hier beim Plannamen nicht nur Teilprojekt Schulung Projektplan und Teilprojekt Implementierung Projektplan haben, die beide zu einer Gruppe in Microsoft Teams gehören, sondern wir haben hier auch noch andere Pläne, nämlich die Pläne aus den anderen Teams, aus den anderen Gruppen. Und wenn ich jetzt mal ein anderes Team auswähle, dann seht ihr, jetzt kann man bestimmte Dinge, Zuweisungen, Anlagen, Bezeichnungen, kann man nicht mitkopieren. Und das ist auch der Grund, warum das Verschieben in die Pläne in anderen Teams in Microsoft Teams nicht funktioniert. Denn das, was hier nicht verschoben werden kann, bzw. kopiert werden kann, kann man in dem Verschiebevorgang ja gar nicht auswählen und deshalb bleibt mir dafür nur das Kopieren. Das heißt also, je nachdem, welchen Plan ihr auswählt, könnt ihr alles kopieren oder eben nur Teile davon kopieren. Ich nehme mal einen Plan, in den ich alles kopieren kann, nämlich die Implementierung oder fast alles. Man kann in einen anderen Projektplan keine Bezeichnungen kopieren, weil die Bezeichnungen planspezifisch sind. Anlagen, Daten, hier ist Datum gemeint,
Fortschritt und auch die Zuweisung zu einer Person lassen sich kopieren. Wenn ich in ein anderes Team kopiere, dann kann ich zum Beispiel keine Zuweisung mit kopieren, weil da ja vielleicht ganz andere Berechtigungen sind. Und ich kann auch keine Anlagen mit kopieren, weil die Anlagen in SharePoint mit Berechtigungen gespeichert sind. Und dann müssten theoretisch die Anlagen auch kopiert werden. Und dann wird es so langsam schwierig technisch. Deshalb geht auch das nicht. Aber das heißt, wenn ihr euch hier gut überlegt, was braucht ihr in dem anderen Plan, dann könnt ihr es damit in den anderen Plan kopieren oder auch verschieben. Und dann müsst ihr eben sowas wie die Zuweisung oder die Anlagen oder die Bezeichnungen dann nochmal mit aufnehmen in die entsprechende Aufgabe. Ich mache das jetzt mal und zwar kopiere ich mal in das andere Teilprojekt und wähle Kopieren. Und ihr seht, auch hier heißt es Aufgabe kopiert. Wenn ihr draufklickt, dann kommt ihr direkt in die Aufgabe in dem anderen Plan und könnt jetzt hier noch Zuweisungen, Bezeichnungen, das Datum oder auch Anlagen hinzufügen. So, wie kann man das nun als Vorlagen nutzen? Und da wäre die erste Variante, stellt euch vor, ihr habt eine Aufgabe, die Aufgabe habt ihr vielleicht erledigt und ihr braucht jetzt im Prinzip diese Aufgabe wieder, ihr wollt die erledigte aber erhalten, dann geht ihr auf das Symbol mit den weiteren Optionen, wählt dann Aufgabe kopieren. Die wird in denselben Plan kopiert, in denselben Bucket. Ihr könnt sogar die Zuweisung oder auch die Daten übernehmen, wenn ihr das wollt. Wahrscheinlich werden sich die Daten nicht lohnen. Den Fortschritt würde ich nicht übernehmen, weil dann wäre es wieder eine erledigte Aufgabe. Und wenn ich also jetzt kopiere, dann habe ich diese Aufgabe kopiert und kann sie nutzen. Und dann ist sozusagen die erledigte Aufgabe wie eine Vorlage. Die zweite Variante habt ihr hier vielleicht auch schon gesehen. Was ich hier gemacht habe, ist, dass ich eine sogenannte Bezeichnung eingegeben habe. Die Bezeichnung habe ich benannt, Vorlage. Das macht ihr einfach, indem ihr hier auf den Stift klickt und dann die Bezeichnung für euch bearbeitet. Und wenn ich jetzt später eine Aufgabe kopieren will, also eine Vorlage kopieren will, dann kann ich zum Beispiel einfach hier rechts oben auf Filter gehen, kann sagen, ich möchte jetzt nur die Vorlagen sehen, dann werden alle anderen ausgeblendet, ihr seht nur noch die Vorlagen, ihr kopiert euch die und könnt dann wieder die Filterung zurücksetzen, sodass ihr wieder alles seht. Und die dritte Variante wäre, dass ihr euch wirklich einen eigenen Plan macht, in dem ihr die ganzen Vorlagen habt. Und das macht ihr hier links oben über Neuer Plan. Klickt ihr an. Und dann werdet ihr nach einem Plannamen gefragt, zum Beispiel Vorlagen. Und jetzt ganz wichtig, es ist sinnvoll, wenn es nicht euer ganz eigener persönlicher Plan sein soll, den nur ihr verwendet, dass ihr ihn einer vorhandenen Microsoft 365 Gruppe hinzufügt. Gruppe heißt im Prinzip einem Team. Das heißt also, wenn das die Vorlagen für unser LMS-Projekt sein sollen, dann würde ich zu einer vorhandenen Microsoft 365 Gruppe hinzufügen, würde dann hier die Einführung des neuen LMS auswählen und dann Plan erstellen. Und damit wird dieser Plan jetzt hier als eigener Plan für die Vorlagen erstellt. Und hier könnt ihr jetzt die Vorlagen anlegen, die ihr braucht und die dann später über die weiteren Optionen in eure anderen Pläne kopieren. Was, glaube ich, noch ganz sinnvoll ist, ist zu sehen, man kann auch ganze Pläne kopieren. Dazu klickt ihr hier neben dem Zeitplan auf die drei Punkte und wählt dann den Befehl Plan kopieren. Und wenn ihr den Plan kopiert, dann könnt ihr entscheiden, was ihr alles mitkopieren wollt. Und hier kann man tatsächlich die Bezeichnungen mitkopieren, weil die ja ein Teil des Plans sind. Und dann wählt ihr eine entsprechende Gruppe aus, also ein Team, zu dem ihr diesen Plan kopieren wollt. Also so kann man tatsächlich auch Projektpläne für Standardprojektabläufe in einen neuen Plan bzw. in ein neues Team genau genommen mit aufnehmen. In Microsoft Teams geht im Prinzip das alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, nur die Dinge, die ihr hier unter diesen 3 Punkten findet, die gehen in Microsoft Teams nicht. Ich wechsle da mal dazu. Da seht ihr, ihr habt auch hier Liste, Board und Zeitplan und so weiter. Aber ihr habt hier in den 3 Punkten nicht dieselben Funktionalitäten, wie ihr das hier habt.
Und auch der Befehl neuer Plan erstellen, den seht ihr hier nicht einfach so. Das war's also mit einem ausführlichen Tipp und Trick zu Kopieren und Verschieben im Planner. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.